Der irische Non-Dom-Status erlaubt dir, steuerfrei in Irland zu leben. Und in diesem Video wollen wir uns einmal mit ein paar ganz speziellen Fragen zu diesem Non-Dom-Status beschäftigen. Das ist also relevant für dich, wenn du planst, nach Irland auszuwandern. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir veranstalten regelmäßig Seminare und Workshops zum Thema Auswandern nach Irland. Das sind zum Teil eintägige Workshops, unter anderem in Zürich, aber natürlich auch Reisen nach Irland, wo du dann Land und Leute wirklich intensiv vor Ort kennenlernen kannst. Dort erzählen wir dir alles, was du steuerlich und rechtlich zum Umzug nach Irland wissen musst. Non-Dom-Status, wie bekomme ich den irischen Pass, was muss ich aus deutscher Sicht beachten, Wegzugsteuer, Entstrickungsbesteuerung, Doppelsteuerungsabkommen, Rückfallklausel etc. pp. Termine dazu auf unserer Webseite. Link dazu packe ich in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema. Für viele unserer Mandanten ist Irland das ideale Auswanderungsland. Nun ja, es ist zwar noch Mitglied in der EU, aber so als Sprungbrett dann in ein Leben außerhalb der EU kann man in Irland eigentlich nicht sehr viel falsch machen. Irland ist sehr weit abgelegen. Das ist geopolitisch heutzutage natürlich wertvoll. Irland hat kein großes Militär. Irland ist nicht NATO-Mitglied. Irland ist neutral. Irland ist englischsprachig. Irland erlaubt Homeschooling, aber auch wenn du die Kinder in die Schule schickst, dann sind die Schulen dort ziemlich gut. Irland ist ziemlich klein, größtenteils sehr ländlich und der irische Pass ist sicher einer der besten Pässe, den man bekommen kann. Genauso gut wie eigentlich wie der deutsche Pass, wenn es um visumsfreies Reisen geht, aber mit dem großen Vorteil, dass du eben auch auf den anderen britischen Inseln leben kannst, wie zum Beispiel Großbritannien, aber auch Guernsey, Jersey oder die Isle of Man. Diesen Pass kannst du schon nach 5 Jahren bekommen, wenn du also nach Irland ziehst mit Familie und Irland ist eben größtenteils für Familien interessant, dann kannst du dort letztlich, während die Kinder Highschool machen, mehr oder weniger den irischen Pass mitnehmen, kostenlos. Das bietet sich also auf jeden Fall an, wenn du eben ohnehin in Irland sein musst. Aus steuerlicher Sicht ist Irland dann interessant, wenn man Ausländer ist und ausländische Einkünfte hat, zum Beispiel ausländische Kapitalerträge, zum Beispiel Krypto, ausländische Mieteinnahmen. Die Steuern selbst, wenn man in Irland wohnt, auf irische Einkünfte sind nicht besonders niedrig. Das ist nicht besonders attraktiv, aber die steuerfreien Auslandseinkünfte, damit kann man schon wirklich viel machen, vor allen Dingen, wenn man eben Kapitalvermögen hat und weiß, wie man dieses steueroptimiert vermehren kann. Übrigens, dazu machen wir auch regelmäßig Veranstaltungen, steueroptimiert auswandern als Investor oder Trader. Auch das in Irland. Ein sehr interessantes Seminar zusammen mit Jay Madrow, ehemaliger Wall Street Banker. Das lässt sich ideal natürlich mit Irland kombinieren. Das steuerliche Modell, was dazu in Irland sozusagen angewandt wird, ist der sogenannte Non-Dom-Status oder die Remittance-Base-Besteuerung. Non-Dom steht für Non-Domiciled und das betrifft letztlich Ausländer, die nach Irland umziehen. Ich habe schon viele Videos zum Non-Dom-Status gemacht. Kannst du dir auf diesem Kanal anschauen. Ich will das jetzt nicht alles hier im Detail wiederholen, weil sonst wird dieses Video zu lange. Aber kurz zur Info, wer kann den Non-Dom-Status nutzen? Ausländer, die nach Irland umziehen. Der Domicile-Begriff heißt letztlich nicht der Wohnsitz dort, wo du wohnst, sondern Domicile ist letztlich, was du mit dem Bürgerort in der Schweiz vergleichen kann. Es geht um den Geburtsort des Vaters. Dort ist dein Domicile. Deswegen interessanterweise, wenn dein Vater aus irgendeinem Grund in Irland geboren wurde, dann kannst du den Non-Dom-Status nicht in Anspruch nehmen als Ausländer. Ja? Das muss man ganz verrückterweise sagen. Aber deswegen ändert zum Beispiel auch die irische Staatsbürgerschaft nichts daran, dass du diesen Non-Dom-Status weiter verwenden kannst, weil es geht gar nicht darum, dass du jetzt im Ausland eine Wohnung hast, einen Wohnsitz hast oder sonst irgendwas. Dieses Domicile ist letztlich eine Frage der Geburt und eben wo der Geburtsort des Vaters ist. Natürlich kannst du dein Domicile nach Irland verlegen. Das ist dann das sogenannte Domicile by Choice und dann wärst du kein Non-Dom mehr und das ist im Grunde das Erste, auf was ich dich in diesem Video einmal hinweisen will. Man muss also natürlich darauf achten, dass man weiterhin die Intention hat, wenn man nach Irland umzieht, dass Irland nur das temporäre Zuhause ist. Auch wenn das temporär bis auf Weiteres bedeutet, temporär für die nächsten 20 Jahre, muss man natürlich vermeiden, dass man ein Domicile in Irland auslöst. Und wie gesagt, damit meine ich jetzt nicht den Wohnsitz. Wohnsitz ist Resident. Ich gehe davon aus, dass du Resident in Irland bist.
dass du dort mehr als nur 83 Tage Zeit verbringen würdest, wenn du dahin umziehst, insbesondere mit Familie, denn die müssen ja dort in die Schule gehen. Also Domicile hat nichts mit Residence zu tun, ja, sondern Domicile ist im Grunde genommen auch kein steuerliches Kriterium, sondern hat was mit dir als Person zu tun. Wie könnte ich also zum Beispiel ein Domicile in Irland auslösen? Nun, wenn ich jetzt öffentlich zum Beispiel sage, dass ich jetzt für den Rest meines Lebens in Irland bleiben will, wenn ich zum Beispiel sage, dass ich in Irland beerdigt werden möchte, wenn ich zum Beispiel nur ein irisches Testament habe, nicht aber ein ausländisches Testament auch noch, dann wären das zum Beispiel ganz kuriose Indizien dafür, dass ich mein Domicile nach Irland verlegt habe. Und wenn die Steuerbehörde in Irland darauf kommt, dann wäre dann mein Domicile in Irland und ich könnte den Non-Dom-Status nicht mehr in Anspruch nehmen. Deswegen ist es wichtig, Kriterien zu beschaffen, die belegen, dass letztlich Irland für mich nur ein temporäres Zuhause ist, auch wenn dieses temporäre Zuhause 15, 20, 30 Jahre anhalten soll. Es gibt nämlich in Irland keine zeitliche Begrenzung für den Non-Dom-Status. Ich habe schon mal in anderen Videos gesprochen, dass 15 Jahre hier möglicherweise ein kritischer Zeitpunkt sind, wobei man das nicht verstehen darf als jetzt wirklich etwas, das gesetzlich geregelt ist, sondern es geht eben genau um die Kriterien, die ich vorhin genannt habe. Je länger du in Irland bist, desto genauer prüft möglicherweise die Steuerbehörde nach, ob du nach wie vor die Kriterien erfüllst, ein Non-Dom-Steuerzahler zu sein. Also das Beste könnte zum Beispiel sein, irgendwo einen Grabplatz für dich zu reservieren. Ich meine, ja, das klingt jetzt komplett verrückt, ja. Aber das ist eben eins der wichtigen Indizien. Oder ein Testament zu haben, was nicht nach irischem Recht geschrieben ist, sondern eben ausländisches Recht berücksichtigt für Vermögen, was dann eben nicht in Irland ist. Aber ansonsten gibt es keine zeitliche Begrenzung für diesen Non-Dom-Status. Und die Konsequenz des Non-Dom-Status ist, dass eben sämtliche Auslandseinkünfte, die du nicht nach Irland hineinbringst, dann in Irland steuerfrei sind. Die müssen auf einem ausländischen Konto bleiben. Dort kannst du sie weiter investieren. Du kannst natürlich im Ausland ausgeben. Aber es ist natürlich ganz klar, wenn du dich in Irland steuerlich optimieren willst, dann darfst du Einkommen nicht nach Irland überweisen. Dann muss das im Ausland bleiben. Jetzt gibt es hinsichtlich dieser Begriffe alle möglichen Verwirrungen. Ich hatte neulich mal einen Mandant darauf angesprochen, der von Dubai nach Irland umziehen will. Ja, genau, das gibt es. Er hat mich darauf angesprochen und gesagt, ich habe irgendwo gelesen, dass ich nach 3 Jahren dann ordinarily resident in Irland werde und ich habe die Befürchtung, dass ich dann den Non-Dom-Status nicht mehr verwenden kann. Ja, eine sehr gute Frage, muss man sagen. Also, das heißt, man unterscheidet in Irland zwischen Residence und Ordinary Residence. Resident ist man, sobald man nach Irland umgezogen ist, aber Ordinary Resident ist man, wenn man dort 3 Jahre insgesamt steuerpflichtig gewesen ist. Die Konsequenz für den Non-Dom-Steuerzahler ist eigentlich zu vernachlässigen, aber die Ordinary Residence bedeutet im Grunde genommen, dass diese Residence dann auch noch 3 Jahre anhält, wenn man Irland verlassen hat. Konkret, wie gesagt, ist das für Non-Dom-Steuerzahler irrelevant. Es gibt so ein paar Kategorien von Einkünften, auf die man dann noch steuerpflichtig ist, auch 3 Jahre nach dem Wegzug aus Irland. Also würdest du zum Beispiel ein Gehalt bekommen von einem irischen Arbeitgeber, auch wenn du nicht mehr in Irland lebst, auch wenn du nicht mehr in Irland arbeitest, dann wärst du eben als Ordinary Resident dann auch noch 3 Jahre lang in Irland darauf steuerpflichtig. Und dann gibt es so bestimmte Einkünfte, wie zum Beispiel aus Bergbau, auf die du dann ebenfalls noch in Irland dann steuerpflichtig wärst, wenn du Ordinary Resident bist. Außerdem musst du natürlich dann für diese 3 Jahre weiterhin die Remittance-Basis beachten, also den Non-Dom-Status. Das heißt, du darfst im Grunde genommen ausländische Einkünfte dann nicht nach Irland überweisen. Und ich weiß, es wird jetzt wirklich sehr konfus hier und im Grunde genommen ziemlich verwirrend. Also, nehmen wir einmal an, du hast Irland wieder verlassen, du hast ein irisches Konto und du bist ja vom Non-Dom-Status gewöhnt, dass du letztlich deine Auslandseinkünfte nicht nach Irland überweisen darfst, wenn du diese steuerfrei halten willst. Jetzt könnte man ja argumentieren, ja, jetzt wohne ich ja nicht mehr in Irland, jetzt nutze ich einfach mein irisches Konto auch für die Auslandseinkünfte. Aha, großer Fehler. Bist du nämlich Ordinary Resident, hast du also 3 Jahre in Irland gelebt, dann darfst du dieses irische Konto für 3 Jahre nach deinem Wegzug weiter nicht für deine weltweiten Einkünfte verwenden, weil ansonsten musst du darauf irische Steuern bezahlen. Ich weiß, ein verrücktes System, aber wie gesagt, halte dich an die Non-Dom-Regeln, lass dein Geld außerhalb von Irland. Wenn du einmal 3 Jahre in Irland gewohnt hast, dann bist du Ordinary Resident. Andere Konsequenzen hat das Ganze im Grunde genommen nicht. Das heißt, tatsächlich ist es nur für dich relevant,
wenn du dein Irland wieder verlassen hast. Also eine ganz spezielle, eine ganz verrückte Regelung im Grunde genommen. Ein weiterer Punkt, über den wir hier auf diesem Kanal noch nicht wirklich gesprochen haben, ist das ganze Thema Erbschaftssteuer. Und das ist jetzt natürlich extrem wichtig für dich, gerade wenn du deutscher Staatsbürger bist. Hier reden wir von Erbschaftssteuer und von Schenkungssteuer. Du weißt ja vielleicht, wenn du Deutschland verlässt, je nach Land, mal angenommen, du ziehst nach Irland um, dann bist du noch in Deutschland 5 Jahre unbeschränkt Erbschafts- und Schenkungssteuerpflichtig. Das heißt, obwohl du in Irland lebst und obwohl in Irland sämtliche Auslandseinkünfte mit dem Non-Dom-Status dann steuerfrei sind, wenn du etwas verschenkst in dieser Zeit oder dir jemand etwas schenkt, dann musst du darauf in Deutschland Steuern zahlen. Also folgendes Beispiel. Du ziehst aus Deutschland weg. Im 3. Jahr schenkt dir ein Onkel aus Dubai 100.000 Euro und die gehen auf ein Schweizer Konto. Also kein deutsches Vermögen, kein deutscher Steuerzahler schenkt dir das Geld, aber weil du noch keine 5 Jahre aus Deutschland weg bist, musst du darauf in Deutschland Schenkungssteuer bezahlen. In Irland natürlich nicht, wegen dem Non-Dom-Status, aber in Deutschland wärst du dann schenkungssteuerpflichtig. Und auch natürlich umgekehrt gilt genau das Gleiche. Also mal angenommen, du wohnst in Irland, du hast ein Auslandskonto in der Schweiz mit all deinem Vermögen drauf. Du schenkst einer Person, die nicht in Deutschland lebt, sondern zum Beispiel in Dubai 100.000 Euro. Dann bist du in Deutschland darauf schenkungssteuerpflichtig. Das heißt, obwohl das Geld kein deutsches Vermögen ist, obwohl der Beschenkte nicht in Deutschland steuerpflichtig ist, bist du immer noch 5 Jahre in Deutschland steuerpflichtig, musst also dem Finanzamt melden, dass du diese Schenkung gemacht hast und musst darauf Schenkungssteuer in Deutschland bezahlen. Ein komplett verrücktes System. So, jetzt wird's aber richtig heiß. Denn in Irland ist es so, trotz des Non-Dom-Status und obwohl der Non-Dom-Status unbegrenzt im Prinzip gilt, er gilt letztlich für die Erbschaft und Schenkungssteuer nur für 5 Jahre aus irischer Sicht. Das heißt, nach 5 Jahren bist du von der irischen Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer betroffen und diese beträgt krasse 33%. Da gibt es Freibeträge. Bei direkten Abkommen sind das 400.000 Euro einmal im Leben. Alles drüber wird mit 33% besteuert und da ist auch das gesamte Auslandsvermögen betroffen, wenn du einmal in Irland 5 Jahre steuerpflichtig am Stück gewesen bist. So, und jetzt stehst du ja komplett vor einer Bredouille, denn du bist in den ersten 5 Jahren noch in Deutschland unbeschränkt Erbschaft und Schenkungssteuerpflichtig und nach 5 Jahren Wohnsitz bist du dann auf einmal in Irland Schenkungssteuerpflichtig und Erbschaftssteuerpflichtig. Das heißt, du hast im Grunde genommen überhaupt keine Möglichkeit, dein Vermögen so zu strukturieren, dass du die Erbschaftssteuer und die Schenkungssteuer umgehen kannst. Aber du kennst ja unseren Kanal, wir sind lösungsorientiert und ich kann dir 2 Lösungen nennen, die möglicherweise funktionieren. Zunächst mal schauen wir hier kurz ins Erbschaftssteuergesetz hinein. So, hier sehen wir Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer, persönliche Steuerpflicht, wer ist davon betroffen? Unter Paragraph B, deutsche Staatsangehörigkeit, die sich nicht länger als 5 Jahre dauernd im Ausland aufgehalten haben, ohne im Inland einen Wohnsitz zu haben. Das heißt also, wenn du 5 Jahre lang im Ausland warst und deinen deutschen Wohnsitz aufgegeben hast, das heißt also, du bist nicht mehr in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig, dann bist du so lange noch in Deutschland unbeschränkt Erbschaft und Schenkungssteuerpflichtig. Das hier wird jetzt aber natürlich nach Kalendertag gerechnet. Das heißt also, wenn du zum Beispiel Deutschland am 1. August verlässt, dann bist du bis zum 31.07. in 5 Jahren in Deutschland noch unbeschränkt Schenkungs- und Erbschaftssteuerpflichtig. Aber wie ist es in Irland? Also, wenn du letztlich am 1. August nach Irland umziehst, dann wirst du in Irland in diesem Steuerjahr nicht mehr steuerpflichtig, weil du ja nur in Irland steuerpflichtig wirst, wenn du dich dort 183 Tage aufhältst. Die Iren haben eine sehr klare 183 Tage Regelung. Das heißt, 5 Jahre später, wenn du dann 5 Jahre in Irland gelebt hast und die deutsche Erbschaftssteuerpflicht endet, hast du noch ein paar Monate, nämlich August, September, Oktober, November und Dezember, in denen du weniger als 5 Jahre in Irland steuerpflichtig warst. Das heißt, in diesem Zeitraum kannst du dann dein Vermögen sortieren. Du kannst dann an deine Kinder schenken, du kannst Stiftungen gründen, du kannst Trusts gründen, du kannst was auch immer machen. Aber da hast du also ein kleines Zeitfenster, in dem diese Übertragungen stattfinden können. Das musst du also sehr genau planen. Es ist also extrem wichtig, dass du dich hier mit qualifizierten Beratern, Steuerberatern, Steueranwälten in Deutschland und natürlich auch Irland auseinandersetzt, um das Ganze richtig in die Wege zu leiten und auch vorzubereiten. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, wenn du Irland nach 4 Jahren für 1 Jahr verlässt. Denn
Du wirst ja erst in Irland schenkungssteuerpflichtig und erbschaftssteuerpflichtig, wenn du dort 5 Jahre gewesen bist. Und zwar 5 Jahre am Stück. Ziehst du aber im 5. Jahr aus Irland weg, dann beginnt die Uhr von vorne zu zählen und dann hast du eben 4 beziehungsweise 5 weitere Jahre, bevor du dann erbschaftssteuer- und schenkungssteuerpflichtig bist, aber eben aus der deutschen Erbschaftssteuer- und Schenkungssteuerpflicht schon draußen bist. Nun muss man ganz realistisch sagen, mit Kindern, die in die Schule gehen, ist das nur schwer vorstellbar. Auf der anderen Seite, wenn genügend Geld auf dem Spiel steht, dann werden die Kinder, dann wird die Familie vielleicht in Kauf nehmen, dass man mal eben ein Jahr aus Irland wieder wegzieht. Du siehst also, auch hier ist saubere Planung notwendig, insbesondere natürlich auch dann, wenn du den irischen Pass beantragen willst, weil dazu musst du ja ebenfalls 5 Jahre in Irland sein. Wobei hier ist es nicht notwendig, dass du 5 Jahre am Stück bist. Da werden die letzten 8 beziehungsweise 9 Jahre angeschaut. Das heißt, hier könntest du also auch nach dem 5. Jahr wieder zurück nach Irland kommen, das 6. Jahr in Irland verbringen und dann eben den Pass beantragen. Dann ginge es 6 Jahre und nicht 5 Jahre. Also, du siehst, das sind sehr detaillierte Regelungen, alles jetzt ziemlich nerdy, sehr speziell. Das ist mir völlig klar. Ich hoffe, du konntest mir so einigermaßen folgen. Das sind aber Themen, mit denen du dich eben auseinandersetzen musst, gerade wenn du dir vorstellen kannst, nach Irland umzuziehen. In diesem Sinne, wenn auch du dich mit einer Auswanderung nach Irland auseinandersetzt, dann würde ich mich natürlich freuen, dich bei einem unserer Seminare zu sehen. Andernfalls buch gerne ein Beratungsgespräch. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ich kenne Irland sehr gut. Ich habe selbst dort gelebt für einige Zeit, habe vor 25 Jahren Deutschland und die EU verlassen. Und wie gesagt, seit 20 Jahren helfen wir auch Mandanten dabei, genau dies zu tun, sich steuerlich optimiert aufzustellen, Vermögen zu schützen, neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.